Ja, Sie sind richtig bei Musculus. Das Thema der heutigen Folge lautet die kongenitale Myopathie. Was das ist, erklärt uns gleich unser heutiger Gast, nämlich Dr. Matthias Baumann. Herzlich willkommen. Ja, auch guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier etwas zu den kongenitalen Myopathien erzählen darf. Lieber Herr Dr. Baumann, was ist die kongenitale Myopathie und was sind ihre Ursachen? Kongenitale Myopathien sind seltene Erkrankungen des Muskelgewebes mit einer sehr früh beginnenden Muskelschwäche. Ursache sind Veränderungen in Genen, die für bestimmte Eiweiße des Muskelgewebes kodieren und dadurch unterschiedliche Erkrankungen verursachen. Diese Eiweiße sind für Bestandteile der Muskelmembran, Bestandteil des Gewebes, das die Muskelzelle umgibt, oder auch für Funktionen innerhalb der Muskelzelle wichtig. Welche Symptome deuten denn auf welche Untergruppen der kongenitalen Myopathie hin? Viele Symptome der kongenitalen Myopathien sind den verschiedenen Untergruppen gemeinsam, aber es gibt dennoch gewisse Unterschiede. Es gibt zum Beispiel Myopathien, die mit einer deutlichen Schwäche im Gesichtsbereich einhergehen, mit Schluckschwierigkeiten. Das ist zum Beispiel häufig zu finden bei den Nämmelein-Myopathien oder auch bei den zentronuklearen Myopathien. Es gibt auch andere Symptome, wie zum Beispiel die Neigung zu einer malignen Hyperthermie. Dies wäre ein deutlicher Hinweis auf eine Myopathie aus der Gruppe der Rhyodin-Rezeptor-assoziierten Myopathien. Und es gibt auch Dinge wie zum Beispiel eine steife Wirbelsäule. Dies würde hinweisen auf eine Myopathie aus der Gruppe der mit dem Selenoprotein N assoziierten Myopathien. Auch an Sie natürlich die Frage, wo wendet man sich denn im Verdachtsfall hin und wie erfolgt die Diagnostik? Da kongenitale Myopathien in der Regel sehr früh beginnen, ist es dann auch wichtig, wichtige Differentialdiagnosen zu erkennen. Also am Anfang ist die Diagnose einer kongenitalen Myopathie oft noch nicht klar. Man weiß gar nicht, ob es sich um eine kongenitale Myopathie handelt oder nicht vielleicht zum Beispiel um eine spinale Muskelatrophie. Und bei diesen Erkrankungen ist natürlich wichtig, diese möglichst früh zu diagnostizieren, weil es für die spinale Muskelatrophie zum Beispiel ja schon noch eine Therapie gibt, die früh beginnen sollte. Man sollte sich bei diesen Erkrankungen schon an ein Zentrum wenden, das Erfahrung mit Muskelerkrankungen hat. Früher war für die Diagnose häufig eine Muskelbiopsie wegweisend, da man bei den kongenitalen Myopathien ganz besondere Strukturauffälligkeiten in der Muskelbiopsie finden kann. Heutzutage ist der Weg häufig ein anderer, da man durch die heutigen molekulargenetischen Untersuchungsmethoden eine Vielzahl an Genen in schneller Zeit untersuchen kann und häufig hierdurch auch ohne eine Muskelbiopsie bereits zu einer Diagnose kommen kann. Weitere wichtige Untersuchungsmethoden sind aber auch zum Beispiel eine Bildgebung. Bei manchen Myopathien ist eine Bildgebung mittels eines Kernspintogramms auch hinweisend, auf welche Gruppe es sich handelt. Wann treten denn in der Regel die ersten Symptome auf und wie schnell kommt man dann zu einer verlässlichen Diagnose? Die ersten Symptome bei den kongenitalen Myopathien können ja bereits im Neugeborenenalter, also sehr früh, beginnen und dadurch auch durchaus schwerwiegende Symptome wie Schwierigkeiten bei der Atmung, Schwierigkeiten beim Schlucken hervorrufen, sodass dann auch früh bemüht wird, die Diagnose zu stellen. Es gibt aber auch Formen, bei denen der Verlauf viel stabiler ist, bei denen die Symptome vielleicht erst im Kleinkindesalter auftreten und nur ganz langsam voranschreiten, sodass man oft an andere Erkrankungen denkt, zum Teil einfach auch nur orthopädische Erkrankungen. Hierbei kann der Verlauf oder die Zeit sehr lange sein, bis man von den ersten Symptomen später zu einer Diagnose kommt. Wenn man eine früh beginnende Form hat und auch Probleme hat, die eine schnelle Diagnostik erfordern, dann ist es oft so, dass man mit den heutigen Methoden innerhalb von wenigen Monaten bereits eine Diagnose stellen kann. Was bedeutet denn eine solche Diagnose meistens für das Leben der Betroffenen? Da das Spektrum der Symptome bei den kongenitalen Myopathien sehr breit ist, sind auch die Auswirkungen dieser Erkrankung für das Leben der Betroffenen oder der Familie haben können, sehr unterschiedlich.
Es gibt die sehr früh beginnenden Erkrankungen, bei denen fast alle Bereiche des Lebens betroffen sind, wie zum Beispiel auch Atmung. Die Kinder benötigen eine nicht-invasive Beatmung oder auch das Schlucken. Die Kinder benötigen eventuell eine Magensonde, eine Ernährung über die Sonde. Aber es gibt auch Patienten auf der anderen Seite des Spektrums, die in der Regel ein normales Berufsleben durchführen können, vielleicht bei bestimmten körperlichen Tätigkeiten Einschränkungen haben, wenn es zum Beispiel geht, Dinge aus einem Regal zu heben, aber sonst ein selbstständiges und normales Leben führen können. Gibt es Therapien, zumindest für einzelne Formen? Bei den Therapien für die kongenitalen Myopathien gibt es zurzeit noch nicht sehr viele Möglichkeiten. Das liegt zum einen daran, dass es eine Gruppe ist von sehr seltenen Erkrankungen und es gibt sehr viele unterschiedliche Ursachen für die verschiedenen Myopathien, sodass es schwierig ist von Seiten der Pharmaindustrie hier für Therapien zu entwickeln. Es gibt aber erste Ansätze, zum Beispiel für die myotubuläre Myopathie gibt es erste Studien mit einer vektorbasierten Gentherapie, wobei sich allerdings hier bei der Therapie jetzt in der Studie aktuell auch Nebenwirkungen, Schwierigkeiten gezeigt haben, sodass im Moment da gerade ein Stopp ist. Es gibt ebenso auch Versuche von Gentherapien für andere Erkrankungen, wobei die Schwierigkeit ist, dass manche Gene, die ursächlich sind, sehr groß sind, sodass man sie nicht einfach in einen Vektor verpacken kann. Aber es gibt noch andere Therapieansätze, ähnlich wie bei der spinalen Muskelatrophie, auch mit Antisens-Oligonukleotiden. Und ich denke, in diesem Bereich wird in den nächsten Jahren noch einiges hinzukommen. Da es zurzeit noch sehr wenige Ansätze für ganz ursächliche Therapien gibt, ist umso wichtiger, dass die Patienten die Therapie, die symptomatische Therapie für ihre Probleme bekommen, die sie benötigen. Gerade wenn es früh beginnt, benötigen die Kinder oft früh Physiotherapie, Unterstützung, vielleicht bei Atmung, Unterstützung bei der Ernährung. Das Gute ist, dass manche kongenitale Myopathien sich im Verlauf durchaus sehr gut stabilisieren oder auch eine Besserung der Symptomatik eintritt, sodass Patienten später auch weniger von dieser Unterstützung und diesen Therapien benötigen. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach denn noch, damit betroffene Kinder eigentlich gut aufwachsen können? Für das gute Aufwachsen der Kinder und eine gute Integration sind auch andere Dinge entscheidend, wie zum Beispiel eine passende schulische Umgebung, eine passende Versorgung, Umgebung für spätere Ausbildung, für das Studium, um den Patienten ein möglichst selbstbestimmtes und eigenständiges Leben zu ermöglichen. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Baumann, dass Sie Ihre Erkenntnisse mit uns teilen und alles Gute. Das war die Folge Musculus zum Thema kongenitale Myopathien. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema suchen, dann schauen Sie doch gerne auf unserer Homepage vorbei mit dem Titel muskelforschung.at. Beteiligen Sie sich auch gerne an Diskussionen oder stellen Sie Fragen im Kommentarbereich oder sehen Sie einfach in der Infobox unter diesem Video nach, wenn Sie Näheres wissen möchten. Und bitte denken Sie immer daran, Wissen hilft.